Texte allein reichen nicht mehr. Erfolgreiche Unternehmen setzen auf interaktive Lösungen, die SEO, Produktmarketing und Lead-Generierung kombinieren. In dieser Folge sehen wir uns an, wie du diesen Ansatz für euer Wachstum nutzen kannst. Viel Spaß! In einer Welt, in der KI-generierte Inhalte allgegenwärtig sind, reicht einfach nur Content, Text plus Bild nicht mehr aus. Es braucht mehr, um mit seiner Marke herauszustechen und die wirklich exzellenten Nutzersignale zu generieren. Herausstechen ist aber leider aufwendig. Das kennen wir von Videos, aber gilt für viele andere Strategien. Kurz zusammengefasst, wir haben ein Überangebot plötzlich an generischem Content. Das hat eigentlich keinen Wert mehr. Text allein macht dich nicht einzigartig. Und dann haben wir das Problem, jetzt unabhängig von Videos, Entwicklerressourcen sind knapp. Viele Marketingteams haben nicht mal irgendwelche möglichen Entwicklerstunden, um irgendwas Interaktives auf der Webseite zu bauen. Was ist jetzt die Lösung? No-Code-Lead-Generierungstools. No-Code-Lead-Generierungstools ermöglichen es dir als Unternehmen, dich gezielt als Problemlöser zu positionieren und Nutzer entlang der Kundenreise abzuholen. Die Tools können auf der Webseite um reale Anwendungsfälle und Herausforderungen der Zielgruppe herum gebaut werden. Das heißt, da sieht man auch schon dieses Zusammenspiel von vielleicht SEO, da sprechen wir dann noch weiter drüber, SEO und Produktmarketing. Anstatt nur Ratgeber zu generieren und Fragen nur als Text zu beantworten, kann man oder führen gut gestaltete Lead-Generierungstools Nutzer aktiv zusätzlich oder alleinstehend zur Lösung. Sei es, du berechnest für irgendein Budget oder du erstellst irgendeine Strategie basierend auf welche Inputs, die du abfragst vom User, was auch immer sich deine Zielgruppe wünscht. Und No-Code in diesem Kontext heißt einfach, dass wir entweder gar keine oder nur sehr wenige Entwicklerressourcen benötigen. So, was ist jetzt der Ansatz, beziehungsweise warum funktioniert dieser Ansatz? Was wir machen, besteht eigentlich aus 3 Bestandteile und die Tools sind jetzt einfach auf dem Level, dass wir das machen können. Wir verwenden SEO-Daten oder wie ich es gerne nenne, Nachfragedaten, wie zum Beispiel Suchvolumen und Suchintentionen basierend auf den SERPs, um zu verstehen, wonach die Zielgruppe sucht oder wonach es ihr dürstet. Wir kriegen von Produktmarketing passende Use Cases, damit wir dann wirklich dazu passen, was nicht irgendein Text wieder, sondern irgendein passenden Use Case, der sich mit einem Tool lösen lässt. Und No-Code erlaubt es uns, interaktive Tools effizient und idealerweise ohne Entwicklerstunden umzusetzen. Was sind jetzt Beispiele? Weil du hast vielleicht gar kein Bild. Im deutschsprachigen Raum gibt es wenig Player, die das wirklich systematisch durchziehen. Ein paar Beispiele für erfolgreiche Lead-Generierungstools. Und die sind nicht alle mit No-Code gebaut, aber um zu verstehen, wie sowas aussehen kann. Jemand, der das schon ewig lang macht und sehr erfolgreich dabei ist Lexware. Wir sehen hier diesen Ratgeber zum Stundenlohnrechner und da ist nicht in einer guten Balance. Wir haben diesen sehr umfangreichen Ratgeber und dann versteckt diesen Stundenlohnrechner, der über irgendeinen Anbieter gekauft wurde. Da kann man natürlich was viel Schöneres, nutzerorientierteres bauen, aber als Beispiel, dass das sehr gut funktioniert und Lexware macht es sehr, sehr erfolgreich, wenn wir uns in Ahrefs anschauen, wie sich deren Traffic entwickelt und auch wie die auf KI setzen. Sehr, sehr gut umgesetzt. Dann ein Beispiel, was ich euch in einem früheren Video schon gezeigt habe, ist natürlich Adobe. Das ist natürlich nicht No-Code, sondern die haben das einfach integriert. Adobe Express, die haben alle möglichen kleinen Schritte entlang der Customer Journey mit so Mini-Lösungen wunderschön abgedeckt. Hier zum Beispiel ihr Thema zu Instagram Image Sizes. Da haben sie nicht, wir schreiben, hey, das sind die richtigen Instagram Image Sizes, das schreiben sie auch, aber primär kann ich direkt in ihr Tool schon mit den richtigen Größen reinspringen. Unvorstellbar lukrativ für sie. Dann für Shopify, die sich ja auch sehr viel richten an kleinere Unternehmen mit kleineren Shops. Ich weiß, sie machen auch sehr viel mit großen Unternehmen. Wir haben auch viele große Kunden, die Shopify verwenden, aber das ist natürlich für sie, hey, wie kann ich kleine Shops anziehen? Eines ihrer Free Tools ist zum Beispiel ein Business Name Generator, ist trivial wahrscheinlich aufzusetzen, ist letzten Endes wahrscheinlich nur
ein Custom GPT aus ChatGPT, der dir halt da jetzt Namen generiert und Output geben. Um mal ein Beispiel für ein komplexeres Lead-Generierungstool, um ein Beispiel zu zeigen, ist von Animals. Animals habe ich schon oft gezeigt, ist eine Content-Marketing-Agentur, eine sehr, sehr, sehr gute Content-Marketing-Agentur aus, glaube ich, Amerika. Und die haben hier ein Tool gebaut, was sich dann auch connected mit Google Analytics, um zu analysieren, ob du Inhalte hast, die langsam an Traffic verlieren und die einfach refreshed werden müssen, um wieder mehr Exposure zu kriegen. Das heißt, ihr seht so von einem simplen Rechner über einen Direkteinstieg in ein Tool zu einem simplen Custom GPT bis zu einem super komplexen Tool zur Analyse von Content Decay ist alles möglich. Es kommt darauf an, was für deine Zielgruppe sinnvoll ist und was für dich sinnvoll ist oder möglich ist umzusetzen. So, kommen wir, das waren jetzt Beispiele zu Ideen, in welchen Dimensionen du über eigene Lead-Generierungstools nachdenken solltest. Meiner Meinung nach sind die 5 zentralen Sachen, die einfach umzusetzen sind für die meisten Unternehmen, sind mal erstens Rechner. Rechner ist noch das, was wir wahrscheinlich im deutschsprachigen Raum am häufigsten sehen, aber auch, das dauert so lang oder hat sehr lang gedauert, Rechner umzusetzen mit Kunden. Dauert jetzt nicht mehr zu lang und dann kann man in die Dimensionen denken bei einem Rechner, irgendwelche Kosten, die berechnet werden, irgendwelche Budgets, wenn du B2B-Kunden hast, irgendwelche Pricing-Geschichten, für andere Kunden Potenziale, Generatoren von irgendwas. Das Simpelste ist sowas wie ein Business Name Generator, aber auch ich kann irgendwelche Texte generieren, ich kann irgendwelche Strategien generieren und so weiter und so weiter. Dann, was super gut funktioniert, sind natürlich Quizzes, wo du vielleicht einen User irgendwelche Fragen stellst und dann ihm einen Output lieferst, keine Ahnung. Das Überlegende ist, welcher Ansatz passt zu mir, habe ich einen Quiz, der dann einen Output liefert. Dann das Offensichtlichste in der heutigen Zeit und auch das Offensichtlichste in diesem Kontext sollte sein ein Chatbot, also ein FAQ oder Beratungsbot, basierend auf irgendwelche Custom GPTs oder MyGPT, was auch immer. Und was natürlich für Online-Shops wahnsinnig spannend ist, sind Produktempfehlungen, nämlich basierend auf, du fragst irgendwelche Sachen ab und dann basierend auf diesen Nutzerpräferenzen spiele ich etwas Passendes aus. Und das sind so die typischen Dimensionen. Du kannst es super kompliziert machen, wie zum Beispiel bei Animals, was sicher wahnsinnig gut funktioniert. Und ich glaube, sie haben auf der Website was drauf, wo sie gezeigt haben, ich glaube, sie haben in wenigen Monaten, glaube ich, mehr als 500 E-Mails gecaptured, was natürlich super interessant ist. Hoffentlich waren es halt auch die richtigen E-Mail-Adressen. So. Passt. Wir wissen also, wie sowas aussehen kann, was die Dimensionen sind, über die du nachdenken solltest und dann mit deinen Use Cases matchen solltest. Jetzt ist spannend wie kannst du das dann tatsächlich umsetzen? Weil wir haben ja immer das Problem gehabt, Marketing-Teams haben tendenziell kriegen keine Entwicklerressourcen. Das heißt, das ist nett, Alexander, dass du das sagst, aber wie soll ich das jemals in der Realität umsetzen? Die passenden No-Code-Tools dazu. Und idealerweise, wenn du dich ein wenig mit diesen Tools auseinandersetzt, helfen dir wirklich schnell und einfach und ohne Entwickler etwas Cooles auf die Straße zu bringen. Und mit Straße meine ich deine Webseite oder der Hub deiner digitalen Marke. So, was da ganz praktisch ist, ich zeige dir ein paar Beispiele für unterschiedliche Situationen, was sinnvolle Tools sind. Du musst dir das dann wirklich anschauen, was für dich das Richtige ist. Das erste ist Outgrow. Die machen, ich zeige es einmal, Rechner, Empfehlungen, Quizzes, Umfragen, spezielle Formulare, Chatbots etc. Prinzipiell kannst du wahrscheinlich alles mit Outgrow umsetzen. Dann gibt es Anbieter wie uCalc, die sind spezialisiert auf Rechner, offensichtlich. Und da sieht man Beispiele. Ich finde es da extrem cool, weil die auch gute Beispiele haben, was du alles machen kannst. Also man denkt sich immer so, okay, was kannst du für Use Case geben? Keine Ahnung. Da geht es um Laminatböden. Und für alle Bereiche haben die schon Ideen, um dich mal in die richtige Richtung zu bringen, damit du mal schnell irgendwas entwickeln kannst und so weiter. Und ich glaube, jedem sollte klar sein, dass solche Tools natürlich
wenn du die richtigen Sachen machst, es ist so einfach, dann Leads zu generieren, wo du auf jeden Fall einmal eine E-Mail hast und die dann weiter nurturen kannst, dass da mehr draus wird. Und wenn du es am richtigen Punkt machst, idealerweise baust du ja entlang der Kundenreise unterschiedliche Tools, dann werden manche Sachen wirklich so sein, dass du dann direkt die an den Vertrieb weiterreichen kannst und los geht's und das bearbeiten kannst. So. Wenn du jetzt was Komplizierteres machen willst, wie Rechner, Quizzes etc., dann würde ich sowas wie Bubble empfehlen, weil du da eigentlich alles damit bauen kannst, was du dir vorstellst. Aber damit einhergeht natürlich auch, dass du kannst komplexere Dinge bauen, aber es ist auch komplexer, weil es flexibler ist als diese beiden anderen Tools. Dann noch für, ich würde mal sagen, kleine Apps und vielleicht irgendwelche Automationen ist Replit sehr interessant. Was jetzt meine Empfehlung ist bei der Auswahl, wähle dein Tool basierend auf deinen Anforderungen, das heißt im Zusammenspiel zwischen SEO und Produktmarketing, was soll das Ganze für Funktionalitäten haben. Wenn es was einfach ist, mach es mit einem einfachen Tool, weil du einfach extrem agil, schnell neue Tools rausbauen kannst. Das heißt, wenn du eine Nische hast, wo sich Rechner anbieten, dann mach es mit einem Tool, was spezialisiert ist auf Rechner und baller das Zeug raus. Dann vorhandene Programmierskills, das heißt, wie No-Code muss das Ganze sein, dass du das überhaupt verwenden kannst. Und zu guter Letzt dein CMS, beziehungsweise was brauchst du da für Website-Integration? Passt das jeweilige Tool zu deinem Tech-Stack? Jetzt, je flexibler es ist, desto mehr kannst du das natürlich irgendwie, dass es funktioniert für deine Webseite. Aber wenn du jetzt eine hyperkomplizierte Webseite hast, dann hast du wahrscheinlich auch nicht sehr viele technische Freiheiten, wo du dich austoben kannst. Das heißt, das ist was man abwägen muss und sich gut überlegen muss. Und zum Abschluss, weil das sollte eine große Frage sein, die jetzt noch offen ist, nämlich in den Beispielen hast du schon gesehen, manche Sachen sind gegated und manche sind nicht gegated. Kommen wir zu den Gating-Strategien. Gating nochmal für alle, die sich gar nicht auskennen, ist das Tool einfach verwendbar oder frage ich vorher eine E-Mail ab, weitere Daten ab, bevor ich das verwenden kann. So. Meine Empfehlung ist, nicht jedes Tool sollte sofort hinter einem Formular versteckt werden. Es kommt darauf an, was dein Ziel von diesem Tool ist. Sagen wir mal die 3 Sachen, über die du nachdenken solltest, ist frei zugänglich, das ist gut für Reichweite und SEO, zum Beispiel einfache Rechner oder einfache Tools, die früh in der Customer Journey genutzt werden können und so kleine Lösungen bieten. Dann haben wir das Mittelding, Softgate. Nutzer können das Tool verwenden, aber zum Beispiel, wenn es irgendeinen Bericht generiert, müssen sie eine E-Mail angeben, damit der Bericht ihnen dann per E-Mail zugesendet wird. Und dann das dritte, die Hardcore-Variante Hardgate. Das Tool ist nur nutzbar, wenn Nutzer ihre Daten vorher hergeben. Das war jetzt zum Beispiel in dem Beispiel von Animals. Funktioniert halt nur, wenn das Tool für die Zielgruppe extrem wertvoll ist und sie das auch weiß. Weil wenn du sagst, ja, aber es ist super wertvoll, aber die Zielgruppe sieht es anders, dann wird dir das nichts bringen. Eine Faustregel dafür, je größer die Nachfrage nach dem Use Case und je einzigartiger dein Tool ist, das heißt, deine Konkurrenten haben das nicht, desto mehr Gating kannst du dir prinzipiell leisten, ohne Probleme zu kriegen. Reibung, also in anderen Worten Gating, reduziert natürlich die Reichweite. Mehr Konkurrenz, je stärker die und mehr Konkurrenz hast, erfordert natürlich weniger Gating, vor allem wenn du auch bei Google ranken willst. So, No-Code Lead-Generierungstools sind die perfekte Mischung aus SEO, Produktmarketing und Lead-Generierung. Das heißt, plötzlich werden SEOs und der Vertrieb beste Freunde werden. Sie helfen dir, dich von der Konkurrenz abzuheben und vielleicht mehr zu bieten als halt nur Ratgeber oder irgendwelche Landingpages. Und mit den richtigen Tools und mit den für dich passenden Tools kannst du halt relativ schnell coole interaktive Lösungen bauen. Welches Tool würdest du jetzt nach dieser Folge für deine digitale Marke umsetzen? Das würde mich voll interessieren. Vor allem auch, nutzt du vielleicht schon sowas, irgendein Tool, welches jetzt hier nicht vorgekommen ist? Würde mich wahnsinnig freuen. Bitte einen Kommentar hinterlassen. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.